Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren chinesischen Hersteller vorstellen, den ich bisher hier in meinem YouTube-Kanal noch nicht vorgestellt habe oder auf meiner Website. Und zwar ist es der Hersteller Hero oder Hero. Der korrekte Name heißt Shanghai Hero Pen Company, ist im Jahre 1931 entstanden, also durchaus ein Traditionsunternehmen. Und ich habe mir von der Marke den Hero 7032 gekauft. Der kam in dieser durchaus bemerkenswerten Verpackung zu mir. Und wie immer wollen wir uns natürlich die Bestandteile des Füllfederhalters anschauen. Wir wollen den auch so ein bisschen beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero 7032. Und zum Schluss, vorher machen wir natürlich noch eine Schreibprobe, die habe ich ganz vergessen. Und zum Schluss sage ich euch dann, ob ich ihn mir wiederholen würde und wo ihr ihn für wie viel Geld denn bekommen könnt. Also bis gleich hier bei Ink Up Your Pen. In dieser Kunststoffröhre oder Röhrchen, in diesem Kunststoffröhrchen kam er dann zu mir, der Hero 7032. Ich finde es nicht schlecht verpackt. Das ist richtig stabiler Kunststoff, das kann man nicht mal hier irgendwie so ein bisschen eindrücken. Da muss ich sagen, eine gute Verpackung, auch wenn hier drin so ein bisschen, ihr hört es, klappert. Aber da gibt es eigentlich kein Problem. Ja, das kann man aufschrauben hier oben. Dann kommt der Füllfederhalter raus. Und dann ist hier noch so ein Papier drin. Da habe ich jetzt nicht so eine richtige Idee. Mal gucken, ob man das mit dem Füllfederhalter, ja, das kann man da rausziehen. Schauen wir uns das mal an. Also, was ist hier? Hero steht nochmal da, 1931, also das Jahr, in dem die Firma gegründet wurde. Dann hier irgendwas mit 2011, 2012 und die Modellnummer 7032. Auf der anderen Seite bin ich ähnlich aufgeschmissen wie auf der Rückseite mit dem gesamten Rest, den ich hier angesprochen habe. Aber die Bilder kann ich erkennen, also man kann hier natürlich den Füllfederhalter erkennen, wie er mit Tinte befüllt wird. Und ja, die anderen Stifte, hier ist irgendwie ein Kugelschreiber oder so. Kann man hier eine Kugelschreibermine einsetzen. Die ist hier auch nochmal beschrieben. Okay, so viel zu diesem kleinen Beiblättchen. Jetzt werfen wir hier wieder rein. Und dann machen wir die Dose hier wieder zu. Und dann schauen wir uns mal den Füllfederhalter an. Das ist eine Metallkonstruktion, die ist mit schwarzem Lack überzogen. Ich finde, das sieht sehr edel aus, aber erinnert natürlich unheimlich an einen ganz bekannten Hersteller, und zwar an einen Waterman Expert. Wer den kennt, schaut euch den im Internet mal an. Da werdet ihr sehr starke Anleihen finden, die man hier genommen hat für den 7032. Und ja, das finde ich ist schon recht viel. Gerade hier am Schaftende und am Kappenkopf wird es deutlich. Und ihr werdet noch einen weiteren Hersteller erkennen. Ich hebe mal die Kappe hier so ein bisschen in die Mitte. Einen weiteren Hersteller erkennen, der mit so einem Pfeil-Logo arbeitet. Na klar, es ist Parker. Und der Clip ähnelt schon sehr Parker. Also das muss ich sagen, sind zwei Dinge, die mir nicht so gefallen. Ich finde geklonte Füllfederhalter, also wo man so ein bisschen Anleihen genommen hat, das ist okay. Man kann jetzt auch nicht da päpstlicher sein als der Papst, aber hier finde ich es schon ein bisschen viel, was Hero hier gemacht hat. Okay, machen wir mal die Kappe ab. Die ist also zum Stecken, sitzt auch recht gut. Hier seht ihr die Innenkappe, muss ich mal so ein bisschen weiter fokussieren, damit ihr das auch besser seht. So, hier seht ihr die Innenkappe in Kunststoff, gut verarbeitet. Auch hier alles so ein bisschen das Goldene, ein bisschen erhaben. Hier die Modellnummer hinten drauf. Dann der Clip. Der Clip ist funktional, kann man überhaupt nicht meckern. Wirklich ein sehr schöner Clip. Was die Funktionalität betrifft, am Kappenkopf hier das von mir angesprochene Waterman Expert Abschlussstück. Das erinnert schon sehr stark daran. Ja, ansonsten, wie gesagt, Metallkonstruktion, schwarz lackiert. Sieht edel aus mit dem Gold, keine Frage. Sehr schön. Ja, der Füllfederhalter an sich
wenn ich ihn so in der Hand nehme, hat auch eine ganz vernünftige Größe, da kommen wir ganz gleich dazu. Auch ein schönes Gewicht, ist wie gesagt eine Metallkonstruktion. Fangen wir mit dem Griffstück an. Das Griffstück ist hier mit so einem, ja, wie soll ich sagen, Rautenmuster überzogen. Und wenn er das so in die Hand nimmt, das hält eigentlich ganz gut. Also es fühlt sich auch so ein bisschen kühl an, also auch Metall mit diesem schwarzen Lack überzogen. Das muss wohl eingraviert sein, sage ich mal, in das Griffstück. Und ja, hält sich so erstmal ganz gut. Also man hat einen guten Griff. Ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Auch wenn ich hier tendiere dazu, dass ich hier ein bisschen weiter oben greife, aber es verbleibt im Griffstück, das ist keine Frage. Dann schrauben wir mal hier auf. Konverter ist dabei. Ich habe mich hier für die Tinte Rohrer und Klingner Smaragdgrün entschieden. Gewinde ist hier ein Metallgewinde, hier ein Kunststoffgewinde. Ihr seht es wieder, einer meiner üblichen Kritikpunkte. Finde ich nicht so passend. Das sollte aus einem Material sein, das ist wohl langlebiger. Die Feder selber ist hier unten mit Hero gebrandet, da das in der Mitte das Logo von Hero. Die sieht auch ganz gut aus. Die Feder muss man auch dazu sagen. Was ich bemerkenswert finde, wenn ihr euch hier mal, ich hebe das mal so ein bisschen an die Seite, da kann man es ganz gut erkennen, wenn ihr euch hier mal den Tintenleiter anschaut dazu, dann ist der relativ klein und schmal. Und die Feder, die, ja, ich will sagen, die umschließt den fast vollständig. Also da ist eine Menge Platz zwischen Feder und Tintenleiter. Bin nachher auf die Schreibprobe, auf den Schreibtest gespannt. Also so große Abstände hatte ich da auch noch nicht gesehen. Aber die Feder selber sieht sehr schön aus und wirkt sehr gut. Konverter ist auch gebrandet. Hier seht ihr das nochmal mit Hero. Also da noch irgendwelche chinesischen Zeichen drauf, das Logo drauf. Da gibt es auch kein Problem, finde ich immer sehr schön. Der Schaft, also da wird es noch deutlicher, wenn man den jetzt hier so alleine sieht. Dann ist das eindeutig ein Waterman Expert. Und ja, müsste man fast mal probieren, ob man den austauschen kann. Hier unten am Schaftabschlussstück ist in Metall, goldenes Metall. Der Schaft selber schwarz lackiert. Hier oben am Abschlussstück, Endstück ist, dürfte Kunststoff sein. Fühlt sich so ein bisschen anders an, auch so, wenn man es anfasst von der Temperatur her. Das dürfte Kunststoff sein. Dazwischen ist nochmal ein goldener Zierring, also sieht alles sehr edel aus, wirkt sehr edel. Also schön gemacht, muss man sagen. Aber wie gesagt, ist die Idee eines anderen aus meiner Sicht. Okay, dann setzen wir den hier wieder zusammen. Und dann machen wir als nächstes Maße und Gewicht. Dieser Metallfüllfederhalter, der bringt einiges auf die Waage. Hier mit Tinte befüllt und im geschlossenen Zustand mit dem Konverter wiegt der 41,1 Gramm. Also ihr merkt schon, das ist schon richtig gewichtig. Also ich würde auch nicht dazu tendieren, die Kappe hier hinten aufzustecken. Es hält, ihr seht es hier, aber es ist nicht wirklich richtig fest. Also ich glaube nicht, dass man das machen sollte oder dass es dafür gedacht ist. Er misst dann auch 16,2 cm und das ist schon ein ordentliches Riesenteil und wird auch sehr kopflastig. Also würde ich so nicht machen. So, in diesem Zustand misst er 12,5 cm und im geschlossenen Zustand mit Kappe 14,2. Okay, so viel zu Maßen und zum Gewicht. Und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Hongdian, nein, natürlich nicht, den Hero 7032 mit einer feinen Feder. Die Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Das Papier ist wie immer Clairefontaine.
DCP, oh, das ist ein D und kein P, DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ja, das ist ganz angenehm, das Schreiben, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Feder ist butterweich, aber sie ist nicht kratzig. Ihr habt es gehört. Es klingt ganz angenehm, gibt ein bisschen Feedback. Für eine feine Feder völlig in Ordnung. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Jetzt versuchen wir mal schnelles Schreiben und gucken mal, ob er sofort da ist. Hier. Na, hier dann kurzen Aussetzer. Ihr seht es hier. Ja, aber ansonsten Tintenfluss kommt mit, gibt es kein Problem. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Nein, das kann man vergessen. Ihr seht es hier schon, also das funktioniert nicht. Dann schauen wir noch mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, ich finde, das ist nicht schlecht. Also da muss man sagen, da ist die Feder wirklich sehr, sehr gut. Da kommt so viel Tinte. Da hat selbst das 160 Gramm Papier schon seine liebe Not, diese Tinte alle aufzunehmen. Wenn man aber ganz normal schreibt, ohne den notwendigen Druck, dann ist die Tinte sofort trocken und man hat da kein Problem, dass es irgendwie verwischt. Ich will mal ein bisschen mehr Druck drauf geben, ja, dann kommt auch ein bisschen mehr Tinte. Also mit der Feder muss ich sagen, ist schon ein guter Wurf gelungen. Und ja, so viel kann ich sagen zum Schreibtest. Das ist kein schlechter Füllfederhalter nach meinem Eindruck. Ihr habt es selbst gehört, ihr könnt euch selber ein Bild davon machen. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hero 7032. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Hero 7032? Also, was ich sehr schön finde, ist diese Feder. Ich habe es euch hier gezeigt. Die ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, breit und ausladend mit diesem relativ kleinen Tintenleiter hinten dran. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Er schreibt sich auch sehr angenehm, er liegt gut in der Hand, das Griffstück ist griffig, da kann man gar nichts sagen. Die Feder ist aus meiner Sicht recht hochwertig, es geht viel Variation hineinzubringen. Und Feedback ist in Ordnung, jetzt nicht Wahnsinn, dass ich sagen würde, die ist butterweich, aber völlig okay, ist eine feine Feder. Da kann man wirklich nicht meckern. Das sind die Dinge, die ich sehr positiv finde. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich nicht so toll finde. Es sind mir zu viele, ich sag's mal, Anleihen von anderen Füllfederhaltern dabei. Der Clip, würde man sofort sagen, das sieht aus wie ein Parker. Der ganze Füllfederhalter, würde man sagen, oh, erinnert doch ziemlich stark an den Waterman Expert. Schaut euch das mal an, vielleicht kommt ihr zum selben Schluss. Ich bin gespannt. Und natürlich die unterschiedlichen Gewindematerialien zwischen Griffstück und Schaft. Das ist von mir immer so ein kleiner Kritikpunkt. Das kann sich, muss sich nicht auswirken, aber das kann natürlich dazu beitragen, dass die Langlebigkeit vielleicht so ein bisschen darunter leidet. Würde ich ihn mir wieder kaufen? Nein, würde ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Nicht, weil ich mit dem Schreibgefühl unzufrieden bin oder weil mir die Feder nicht gefällt. Die gefällt mir sehr gut. Das Schreibgefühl, habe ich euch gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Ich finde, hier ist zu viel von anderen Herstellern mit drin. Also zu viel von Parker, zu viel von Waterman. Für eine Firma, die 1931 gegründet wurde, die hat so viel Tradition. Ich finde, die könnte etwas Eigenständiges machen. Und qualitativ hätten wir da gar kein Problem, weil das, was hier abgeliefert wird, da ist nichts dran auszusetzen. Aber wenn ich mir einen Waterman kaufen will oder einen Parker, dann mache ich das. Hier finde ich, ja, sind mir zu viele, ich sage es vorsichtig, Anleihen an anderen Herstellern genommen worden. Ja,
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie seht ihr das? Teilt ihr meine Auffassung dazu oder findet ihr den so toll, dass ihr sagt auf jeden Fall, das ist, spielt für mich keine Rolle. Das ist ein Clone und das machen Chinesen öfter, also chinesische Hersteller öfter. Oder so, schließt ihr euch meiner Meinung an. Das alles würde mich freuen, in den Kommentaren von euch zu hören. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.